Soll ich das in die Outtakes reinmachen oder nicht? Ey, ich kotze gerade. Ich kotze gerade im Strahlen, dreieckig. Moin moin und herzlich willkommen. Diesmal ein kleines Live-Guide-Video hier von mir, Fagra SG. Grüße gehen raus an alle Elden Ring und Souls-Freunde. Und zwar geht es heute um einen kleinen Guide. Der ist schon ein bisschen älter, das ist jetzt nichts Neues, keine Angst. Aber vielleicht gibt es unter euch noch ein paar Einsteiger, die wissen wollen, wie sie schnell auf Seelen kommen, beziehungsweise für Leute, die sich halt fragen, wie macht er das mit dem Drachen, warum hat er auf einmal so schnell Seelen und wo ist denn dieser Drache, wie komme ich dahin? In den ersten Guides habe ich es noch ausführlich beschrieben, aber je mehr Guides ich mache und je komplexer die Guides werden, muss ich irgendwo auch ein bisschen Zeit sparen. Ist ja selbstverständlich, ihr wollt ja auch nicht eine halbe Stunde gucken und dadurch mache ich das jetzt einmal. Könnt ihr euch immer angucken und das geht eigentlich relativ fix. Ja. Wir nehmen auch nicht großartig was mit, es geht rein um den Weg und um die grundsätzliche Waffe. Ich starte immer gerne mit dem Bandit, weil ich da nicht großartig noch Stats verteilen muss, sondern einfach mich nur auf die Route konzentrieren muss. Natürlich könnt ihr auch jede andere Klasse nehmen, die euch beliebt. Ihr müsst dann halt nur gucken, dass ihr genug Stats habt für den Reduvia-Dolch dann. Der macht uns die ganze Sache nämlich einfacher. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Ein Like oder ein kleines Feedback dalassen. Und abonnieren nicht vergessen. Wir starten nun also, nachdem wir das Intro durchgespielt haben und mit Malinia, dieser ultra nervigen Frau eben geredet haben und unser Mount haben, starten wir einfach in Richtung Süden. Genau, der Sonne hinterher. Das geht. So, versuchen uns nicht klatschen zu lassen. Und holen uns erstmal das wichtigste Item, nämlich den goldenen Federtierfuß, genau. Denkt dran, dass hier nachts so ein ganz garstiger ist, der ganz schön viel Bums hat. Ja, also da ein bisschen aufpassen oder einfach tagsüber hinreiten. Dann ist das Ganze auch noch ein bisschen simpler. So, hier ist dieses Jesus-Teil. Ist eigentlich kein Jesus-Teil. Aber es ist ein Jesus-Teil. Hä? Direkt weiter können wir dann von dort aus, wenn wir den haben, nämlich hier runter. Moment, ich kann es euch direkt zeigen. Wir gehen hier lang, im Endeffekt. Also hier einmal fighten. Für den Reduvia-Dolch, der uns beim Drachen dann später wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich ist, dass wir da nicht 3 Stunden rumeiern. Wir reiten also hier hinter. Und wenn ihr nicht so scheiße seid wie ich und jetzt 365 Mal wegen dem Vorführeffekt sterbt, dann solltet ihr da auf jeden Fall keine Seelen sehen. Seelen sehen? Seelen sehen! Ja, ich kann nicht richtig reden. Oh Mensch! Mein Gott. Die ihr einsammeln müsst, sondern könnt direkt hier hin und auf den Invader Nearius warten. Falls ihr sehen wollt, was schiefgegangen ist, könnt ihr das gerne später in den Outtakes angucken. Im Normalfall klappt das relativ easy, wenn ihr ihn nicht direkt fighten wollt, sondern auf Jura wartet. Dazu kitet ihr den einfach ein bisschen. Jura kommt meist relativ schnell. Es kann auch sein, dass er ein bisschen länger braucht. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob das irgendwie random ist oder ob man das triggern kann. Lauft am besten auch nicht zu weit zurück, sodass ihr keine Ads pullt. Und kitet dann einfach ein bisschen die Pflaume im Dreieck. Achtet auf seine Weapon Art. Die macht böses Aua und ist auf Range natürlich. Da war sie gerade und direkt zweimal hintereinander. Jawohl. Nehmen wir mit. Läuft heute ja alles für uns. Läuft alles für uns. Haben wir richtig Bock drauf. Da kommt ja Jura. Wunderbar. Ja, leck mich doch. Entschuldigung. Komm, Jura, jetzt komm doch her. Weißt du, dann steht der da hinten rum wie so ein Affe. Und lässt uns hier... gar nichts machen. So, wir versuchen immer ein bisschen die Aggro zu holen. Beziehungsweise jetzt versuchen wir, ihn daran zu hindern, zu heilen. Und da haben wir es endlich. First try, Leute. First try. So, Reduvia.
Wichtig, wegen der Weapon Art und macht halt unglaublich geilen Blutungsschaden. Und durch den Bandit können wir die eben direkt tragen. Nehmen wir am besten auch gleich zweihändig. Und dann geht's ab zum nächsten Marker. Wir reiten den Kanal bis ganz nach hinten durch, springen dann durch diesen Wirbel direkt vor uns einmal. Sie fliegen. Ui. Wunderbare Sache auch mit dem Fall Damage hier in Elden Ring. Was ist eure Meinung da dazu? Ich habe immer so den Eindruck, es wird einfach ausgewürfelt. So, ein Game Master sagt, okay, würfel mal auf deinen Fall Damage Schaden. Und das kriegst du dann halt. Das ist teilweise wirklich so, ich sag mal, unkonstant, inkonstant. Wie dem auch sei. Wir gehen definitiv hier runter, reiten zur dritten Kirche von Marika. Genau, der große Ritter Kenneth Haight natürlich. Wer hat ihn nicht gerettet und war enttäuscht? Wir reiten also zur dritten Kirche Marika. Eigentlich straight geradeaus von der Klippe aus. Ihr könnt gerne das Bonfire mitnehmen, müsst es aber nicht. Aber es ist natürlich sinnvoll für später, ganz klar. Dann habt ihr es schon. Aber hier geht es rein um den Weg zu den Seelen, zu den knapp 100k Seelen, die wir eben haben wollen. Durch das Portal kommen wir auf den Drachenhügel. Grails Drachenhügel. Schnappen natürlich gleich mal wieder unser Pferdchen. Haben auch hier wieder gleich vorne rechts die goldene Saat und vorne links vor der Brücke ein kleines Bonfire bzw. eine Grace. Die Grace könnt ihr sicherheitshalber mitnehmen, müsst ihr aber nicht, denn der Drache hier, der ist eigentlich Deko, wenn ihr schnell genug an ihm vorbeirennt. Und nach dem Drachen ist es eigentlich ganz simpel. Ihr seht dieses große Bäumchen hier, reitet hinter das Bäumchen, da ist nochmal ein Wirbelchen. Und dann geht es noch einmal straight Richtung Atmosphäre. Und dann sind wir eigentlich schon am Ziel. Jumpen da jetzt ganz genüsslich nach oben. Da sehen wir schon hier rechts unseren Big Boy, der uns die Seelen gibt in Kombination mit dem goldenen Federtierfuß. Die knappen 100k. Hier könnt ihr auf jeden Fall das Bonfire mitnehmen. Das schadet definitiv nicht. Wie gesagt, alle Bonfire auf dem Weg schaden euch auf keinen Fall. Gerade wenn ihr das erste Mal spielt. Aber auch für später. Ihr könnt euch natürlich schön hin und her porten und hier euch mal wieder mit der wunderschönen Melina heißt sie. Ja, volllabern lassen. Ich meine, ich finde die Story von Elden Ring ganz geil. Versteht mich nicht falsch. Denkt bitte dran, die Flaschenaufladung auf Mana zu setzen. Warum? Ganz einfach. Wir werden mit der Weapon Art arbeiten. Daher kann ich euch auch empfehlen, nehmt auf jeden Fall die goldenen Saaten mit auf den Weg. Dann habt ihr 6 Stück insgesamt. 4 sollten theoretisch reichen. Aber sicher ist sicher, sage ich mal. Macht auch noch den goldenen Federtierfuß in das Schnelldings rein und dann let's fetz. Weapon Art. Raushauen, raushauen, raushauen. So oft ihr könnt. Nehmt auf jeden Fall auch Mana-Tränke, so oft ihr müsst. Und dann geht das Ganze in 2 Minuten maximal. Vergesst jetzt zu dem Zeitpunkt nicht den goldenen Federtierfuß zu nehmen. Und hofft, dass 4 Stück reichen. So. Also merket. Nehmt euch definitiv mindestens 5 Flasks mit. Nehmt eine goldene Saat mehr mit, als ich getan habe. Und dann müsst ihr da zum Schluss nicht mehr ein bisschen zittern, ob ihr das noch schnell genug hinkriegt. Aber wir haben es geschafft. Das war's, Leute. Das war's, meine Lieben. So einfach und schnell bekommt ihr in ungefähr, sagen wir mal, 10 bis 20 Minuten 100k, knappe 100k Souls. Und die könnt ihr jetzt verteilen, wie ihr möchtet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch irgendwas Spezielles interessiert, schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Und lasst einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls ihr an allgemein guter Unterhaltung und auch Horror-Games interessiert seid, lasst auch gerne mal ein Abo da. Hier gibt es verschiedenen Content, mainly Horror und Souls, aber auch alles, was Spaß macht. Also, wenn ihr Lust habt, einfach reinschauen oder gerne mal unten in die Verlinkung reingucken, was sonst noch so für tolle Kanäle von mir gibt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder sonstiges, wann auch immer ihr das Video schaut. Und Liebe geht raus, habt guten Loot und viel Spaß.
Ja, nice. Und ich hab's richtig geil gemacht. Ich hab mich gerade killen lassen. Ja, könntest du mir... Das ist doch mal wieder typisch hier. Das kotzt mich doch gerade an, Alter. Dann nimmst du einmal was auf, Alter, und nichts funktioniert. Nichts, gar nichts. Ach, leck mich doch, Alter. Alter, was ist denn gerade los?